Heute schaue ich mir die aktiven Nahfeldmonitore KLK Rokit 5 mal näher an. Es gibt sie inzwischen in diversen Ausführungen und das ältere Modell, welches ich hier teste, war einige Zeit vom Markt. Doch KLK hat sich aufgrund der hohen Beliebtheit des kompakten Speakers ein Herz genommen und das Modell nochmal als Rokit 5 Classic herausgebracht. Ich gehe darauf ein, was die Monitorboxen im Studio und zu Hause wirklich leisten, welche Eigenarten sie mit sich bringen und für wen sie geeignet sind. Und was den Sound angeht, wir werden sehen. Wie der Name vermuten lässt, ist der Speaker mit einem 5 Zoll Glas-Aramid-Tieftöner bestückt, sowie einem 1 Zoll großen Textil-Hochtöner. Die Endstufe bringt eine Gesamtleistung von 50 Watt mit 30 Watt für den Tieftöner und 20 Watt für den Hochtöner hervor. Der maximale Schalldruck liegt bei 101 Dezibel und einem Frequenzgang von 46 bis 34.500 Hertz, was das menschliche Hörvermögen bei weitem übersteigt und somit durchaus als ausreichend beschrieben werden kann. Mit Cinch, großer Klinke und XLR kann man so ziemlich jede Quelle anschließen. Zu beachten sei jedoch, dass man ein symmetrisches Kabel verwendet, um zum Beispiel die XLR-Buchse zu befeuern, denn sonst kommt es zu unerwünschten Störgeräuschen. Diese allerdings können auch von einer Masseschleife herrühren, da die Lautsprecher aktiv betrieben werden und sich somit im gleichen Stromkreis wie die Soundkarte befinden. In diesem Video bin ich auf das Thema schon näher eingegangen. Mit knapp 6 Kilo Gewicht und kompakten Abmessungen finden sie auch in begrenztem Ambiente Platz. Man kann sie außerdem in verschiedenen Bundles bekommen, die passende Stative, Halterung und/oder ISO-Pads enthalten. Die Verarbeitung und verwendeten Materialien fühlen sich absolut wertig an. Die auffälligste Besonderheit ist natürlich der knallgelbe Tieftöner, der sich eventuell nicht in jedes Büro oder Studio farblich perfekt einfügt. Ein flotter Hingucker, aber eben nicht unbedingt jedermanns Sache. Bei mir passt es ganz gut zur hölzernen Echtholztischplatte. Auch zu erwähnen sei der automatische Standby-Modus, der die Speaker nach 10 Minuten ohne ausreichend lautes Signal ausschaltet. Das passiert allerdings auch schon mal, wenn man nur ein ganz leises Signal hat und so muss man einmal kurz lauter drehen, damit sie wieder hochfahren. Das Einschalten passiert zwar unmittelbar, aber zum einen braucht man einen entsprechenden Regler, der schnell erreichbar ist, um kurz Pegel zu geben und zum anderen kann es auch stören, denn in dem Moment, wo sie wieder einschalten, könnte es ungewollt laut werden. Ich finde diese Funktion eigentlich sehr gut, denn so muss ich mir keine Gedanken um das Ein- oder Ausschalten machen. Gehe ich weg, schalten sie einfach ab, fange ich an, etwas abzuspielen, gehen sie wieder an. Ein bisschen Öko ist es also auch. Auf der Rückseite findet man neben den Eingängen und der Stromversorgung außerdem noch die Feinjustierung von Lautstärke, Höhen und Tiefen. So kann man das Bild den eigenen Hörvorlieben oder den akustischen Eigenschaften des Raumes anpassen. Um das Ganze etwas zu vereinfachen, gibt es für das Handy eine kleine App von KLK, um die Boxen korrekt zu justieren. Keine High-End-Lösung, aber doch sehr nützlich. Besonders gefallen hat mir hier das Tool zur Ausrichtung und die Equalizer-Empfehlung. Für letzteres schließt man einfach sein Handy an den Speaker an und lässt eine Messung vornehmen, um zu sehen, ob es Optimierungsbedarf gibt. Der Sound ist natürlich nur subjektiv zu beurteilen, denn vergleicht man die Lautsprecher mit dem höheren Preissegment, haben sie natürlich nicht so wirklich eine Chance. Es geht immer besser, aber in der Preisklasse gibt es meiner Meinung nach nichts zu beklagen. Die Höhen sind definiert und in den tiefen Lagen bieten sie ein tolles Fundament. Ist einem der Frequenzgang nicht linear genug, so kann man durch den eingebauten EQ noch entsprechend anpassen. Hier und da habe ich von Klagen über eine schwammige Basswiedergabe gelesen, die ich jedoch nicht bestätigen kann. Ich denke, so denn das Eingangssignal eine gute Qualität bietet, so geben die Rokit 5 dieses auch sehr gut und linear wieder. Letztlich halte ich die Rokit 5 für eine sehr gute Investition. Ich habe sie lange im Studio verwendet, um Aufnahmen abzumischen und nutze sie derzeit im Büro, um meinen Videosound zu mixen. Also für Creator eine gute Wahl, denn guter Sound ist heute eine Grundvoraussetzung. Doch auch zum Zocken oder einfach Musik hören sind sie absolut geeignet und bieten ein immersives Hörerlebnis, welches sich von Kleinstlautsprechern klar abgrenzt. Ich weiß die Standby-Funktion sowie Qualität und Design sehr zu schätzen und so passen sie für mich perfekt in meinen Alltag und Workflow. Allen, die sich noch unsicher sind, sei gesagt, dass die Anschaffung auf jeden Fall eine günstige Alternative in Richtung Profi-Sound wäre. Das war's mit meiner Meinung zu den KLK Rokit 5. Hast du noch Fragen? Immer rein in die Kommentare. Und ist Recording und Musik dein Ding? Lass gerne ein Like und ein Abo da, um auch in Zukunft keinen Upload mehr zu verpassen.